So we are here in Ingolstadt in Germany as a guest of Lorenz Guardian. I say we because Anja and the kids are also here. You might hear some domestic sound in the kitchen. Lorenz is the author of the book Takt und Pendelschlag. It's here. And we've been talking on you on the channel regularly, so I will link some videos. We will not make this introduction too long. We decided to come here to Ingolstadt to have some interviews, to have some small talks, in fact, on certain topics concerning this double beat theory, because people ask many questions. We will address it topic by topic and we see where we come. And the first topic that Lorenz actually proposed himself to address is Mersenne. And we will dive directly into the content of this video and talk about, in this first episode, about Mersenne. So Lorenz, thank you for having us here. It's a pleasure to be here amongst so many instruments. There's a beautiful Viennese piano, there's a clavichord, you have another clavichord. On our room is a Clementi piano, so you're really submerged in music. But again, we've been covering you on the channel before, so let's not make this introduction longer than necessary and come directly to Mersenne. What's the reason, in fact, that you would like to talk in the first place about Mersenne, since Mersenne has nothing to do with metronome numbers, if I remember well? Ja, Mersenne, ein großer Mathematiker, er war auch Ordenspriester, war ein Multitalent und er hat 17. Jahrhundert? 17. Jahrhundert, gestorben, glaube ich, 1648. Er hat lateinische und französische Werke geschrieben, ein dreibändiges, davon eben ein Band, ein dreibändiges Werk Harmonie universelle, eine musiktheoretische Arbeit und auch Instrumentenkunde und alles Mögliche, auch die Physik des Klangs und also ein hochgelehrter Mann. Okay, he was also considered to be a very high esteemed. Ja, stand in Korrespondenz, hatte Korrespondenz mit Galilei, mit Descartes, also mit den Größen seiner Zeit, gründete auch schon eine Akademie, versuchte ganz verschiedene Künste und Wissenschaften zusammenzuführen. Also er war hochgelehrt und ich habe hier eine Passage aufgeschlagen im zweiten Band seiner Harmonie universelle, wo er zum ersten Mal wohl in der Geschichte der Tempomessung das verstellbare Sekundenpendel als Instrument einführt, um den gewöhnlichen Taktschlag zu messen. And you've prepared a very genau, das ist jetzt einfach nur eine Improvisation eines Pendels, aber es ist im Grunde genommen, funktioniert es. Es ist auf 3,5 Fuß. Vielleicht ein bisschen höher, dass die... Ja, ich stehe mal auf dazu. Auf 3,5 Fuß, also knapp 1 Meter Länge eingerichtet. Und wenn man das in Bewegung setzt, schwingt es in ungefähre Sekundengeschwindigkeit. So a little bit higher that the people... Genau. Ah, ja. Yeah, oder ich gehe ein bisschen zurück. So. Ja, perfekt. Also jetzt setze ich es in Bewegung. Ein bisschen höher. Ja. Und dann schwingt das in Sekundengeschwindigkeit. Also das Tak, 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 das... Ja. 1 second every time. Genau. Okay. Das ist entscheidend. Hin und her je eine Sekunde. Ja, so back and forth 1 second. Okay. Entscheidend ist nun, forth and back. Ja. Mersenne gibt von diesem Pendel die Länge an. Also er sagt genau 3,5 Fuß und damit wissen wir exakt, es handelt sich um ein Sekundenpendel. Ja. Nun, die Passage, die so bedeutend ist, die erste Aussage, er vergleicht den Taktschlag oder er nimmt das Zeitmaß des gewöhnlichen Taktschlages, gewöhnlich schnell, mesure ordinaire nennt er sie. Tempo ordinario, we've been talking on that a lot. Ja, Ab- und Aufschlag bezieht er auf den Herzschlag, interessanterweise. Herzschlag, und zwar in dessen Zweiteiligkeit, Systole, Diastole. Und er sagt, die Systole des Herzschlages entspricht dem
Abschlag und die Diastole dem Aufschlag. Also ein zweifacher Schlag, eindeutig. Ja. Aber seltsamerweise, der Herzschlag ist ja an sich systolisch, diastolisch als eine Schlageinheit fühlbar. Also man spürt nur einen Schlag und nicht einen Doppelschlag. Und das ist ja das nun Eigenartige, dass er den Abschlag mit der Diastole und den Aufschlag mit der Systole in Verbindung bringt. Yeah, probably not, because if you feel your heartbeat, it goes, you feel the other pulse as well. Ja, aber eben man spürt im Grunde genommen beim einzelnen Herzschlag nicht einen Doppelschlag. Man spürt also nichts Gleichmäßiges. Ja, etwas ungleichmäßig. Ja. Ja. Und jetzt ist nun die Frage, ja, wie versteht er das? Wenn man er sagt noch, der Herzschlag sei ungefähr, also sehr langsam, ungefähr 1 Sekunde. Und damit scheint die Sache klar zu sein. Aha, der ganze Taktschlag dauert also 1 Sekunde. Ab, auf, ab, auf, ab, auf. Herzschlag, Herzschlag. So könnte man meinen, wenn man diese Passage so für sich nimmt. Nun fährt er weiter. Jetzt nimmt er das Sekundenpendel zur Hand und sagt, das Pendel schwinge in Sekunden, also weil es auf 3,5 Fuß eingerichtet ist, Sekunde, Sekunde. Genau. Ja. Und sagt, die einzelnen Bewegungen des Pendels entsprechen den Dance von Systole und Diastole. Okay, let us demonstrate. I will take the pendle. Yeah. So this is 3.5 foot. Ja. Okay, so you can demonstrate then. Also, dann sagt er, diese einzelnen Schläge entsprechen dem Ab- und Aufschlag. Dank. Ab, auf. Systole, Diastole. Ja. Systole, Diastole. Wenn nun also das Pendel dazu kommt, wird deutlich, was er vorher gemeint hat. Wir haben gemeint, machen wir weiter, er sage Systole, Diastole, Systole, Diastole, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag. Wir haben ja vorhin gemeint, er bezieht die Dauer des ganzen Taktes auf 1 Sekunde. Ja. Das wäre eben doppelt so schnell. Ab, auf. Ja. Okay. Und nun sagt er, unter Verwendung des Sekundenpendels, die einzelnen Schläge entsprechen den Schlagzeiten, dem Abschlag und dem Aufschlag. Ja. Dann wird das Ganze halb so schnell. Ja. Das ist dann genau der springende Punkt. Ein Glockenpendel. Ja. So that's back, forth. Genau. One. Und es ist auch sinnvoll zu sagen, ja, wenn ich ein Pendel einsetze, um die Taktbewegung darzustellen, dann muss doch der einzelne Schlag des Pendels auch dem Ab und Auf des Taktes entsprechen. So einen Schlag, ja. Ab, auf, hin, her. Das ist die Parallele, die man macht. Es ist doch eigentlich unsinnig anzunehmen, dass ich den Taktschlag doppelt so schnell mache, wie das Pendel schlägt. Ja. Das leuchtet nicht ein. Also ich mache hin und her und bei jedem Hin ist in sich ein Taktschlag. Das ist nicht die Darstellung des Taktschlags. Ja. We will make a video about some terminology, Taktschlag, Zeitmaß, since these words are confusing and have led to many misinterpretations also for the metronome sehr theories. Viele Unterscheidungen treffen, von Autor zu Autor. Okay, das ist ganz wichtig. Ja. That will be a very difficult, in-depth video, but that's of course the nature of this is not something you can discuss in 5 seconds on Facebook, and of course not addressing to Facebook, but that's really not, it's easy in itself,
But in order to research and this history of that, you have to understand all these, because even for me now, it's getting difficult. Vor allem, man muss ja die Texte lesen und man kann jetzt nicht eine Diskussion führen mit den Texten, sondern man muss eigentlich die Sache als solche dann anschaulich präsentieren. Ja. Genau. So Mersenne writes, in fact, as we have said in that first video, so 2 seconds equals 1 second. That's in fact what he said. Nein? Er sagt, sowohl in dem ersten Abschnitt, den ich vorhin beschrieben habe, die Taktdauer sei 1 Sekunde. Und jetzt sagt er, die Dauer dieser Hin- und Herbewegung sei 1 Sekunde. Das ist der springende Punkt. Er wiederholt die Taktdauer, die er so beschreibt. Den Takt, den er so beschreibt. 3.5 foot. Ja, Sekunde, Back Sekunde, and forth Sekunde, is 1 second. Genau. Oder ab, auf. Eine Dauer, sagen wir 2 Sekunden. Selbstverständlich, für uns ist das selbstverständlich 2 Sekunden. Und er sagt 1 Sekunde. And I'm switching between English and German constantly. It's not a Druckfehler, it's not a misprint. Es ist kein Druckfehler, weil er dieselbe Behauptung gerade noch einmal in anderen Worten formuliert. Okay. Ja. Und man kann im Schrifttum von Mersenne zeigen, an x anderen Stellen kommt das immer wieder. Da gibt es auch noch einmal ein begriffliches Problem, kann man aber genau zeigen. Er verwendet den Begriff der Sekunde im geläufigen, normalen Sinn Always auch. Okay. Oh ja, more confusing. Ja, genau. So wie ganz ähnlich mit dem Begriff des Battement oder mit dem Begriff der Vibration. Manchmal sagt er Tour, einzelne Tour, chaque Tour, dann kann man annehmen, er meint die Einzelschläge. Dann redet er von Retour und meint Doppelschläge. Er zählt Retour und meint damit immer das Tour-Retour als Paar. Okay. Oder er sagt Battement du Cœur, und im Zusammenhang wird deutlich, er meint einen Doppelschlag. Dann sagt er Battement, die Zahl der Battements ist doppelt so groß wie die Zahl der Retour. Okay, but to summarize, because we will make another video about this, because we have a lot to cover. This is something as an introduction that's really important. What I learn here, and of course you've been telling me about this, but I'm learning new stuff all the time. I've not read Mersenne, obviously not, because if I would do that, I would not play Beethoven sonatas. I think I would only read that. But I remember this 2 second duration equals 1 second. He's not describing as that, but this is the time duration of 1 second. This is really very important, because of course that sets the way for the double beat interpretation. And even within this writing, this book, you have to be very aware of the terminology, since they are using single and double understanding of the beat, of the Schlag, just cross one and with another at the same time. So I believe for a first video that can count for some. I mean, it's mind-blowing for me. We've been talking on this topic not a lot, but some time, and we have done an interview on this 2 second, 1 second thing, but it shows that it's really difficult matter, and you have to read it, and you have to read it carefully. So we're going to cover Mersenne, of course, in other chats that we will have today and over the coming days. So stay tuned for that. If this is your first time here on the channel, I'd love to have you subscribed. We're not making only videos on tempo, but I believe it's important. For me, notation is, of course, as a musician, as a practical performing musician, maybe more important than metronome numbers and pendulum notations, but I believe in an historical informed performance practice, as we tend or we claim to be within that movement. It's important to research all these things, and it's not as simple as we sometimes might think. So stay tuned for that, and of course for the recordings as a kind of practical examples of this theory. Thank you for watching and sharing this video, and we see each other very soon again. Bye.